Stell dir vor, du wartest seit Jahren auf ein Update, dann hörst du, dass das Update verschoben ist und danach hörst du, dass das Update angeblich gar nicht mehr erscheinen wird. Damit willkommen, meine Damen und Herren, Yankee mit 2E, Unit 91 für euch am Start. Über das Polizei-Update wird heute geredet. Das Polizei-Update soll ja angeblich letztes Jahr verschoben worden sein auf dieses Jahr und jetzt heißt es, dass es dieses Jahr überhaupt kein Polizei-Update geben wird. Wir schauen mal nach, was passiert ist, welche Hinweise es gibt, dass überhaupt ein Update kommen sollte und wieso es jetzt doch nicht erscheinen wird. Damit willkommen, Yankee mit 2E zum zweiten Mal, weil da sind 2E Unit 91 am Start dabei. Ja, ihr versteht schon, was ich meine, glaube ich. Ja. Ich denke mal, sehr viele von euch wollen auch so ein Update haben, sehr viele von euch wollen auch mal etwas anderes haben, außer diese Gangsterschiene. GTA ist ja das, was du machst und es geht halt sehr oft in diese Gangsterschiene. Natürlich mit dem Polizei-Update wird es nicht anders sein, ich glaube, dort wirst du dich eigentlich als Polizist verkleiden, um halt, ja, andere Gangster hops zu nehmen eventuell oder halt andere Leute halt hops zu nehmen, allgemein. Und da würde es auf jeden Fall passen mit einem Polizei-Update. Das gibt es ja auch im echten Leben. Man kennt ja diese Betrügermasche, wo Leute sich als Polizisten anziehen. Das habe ich schon mal gelesen, wo Leute halt sagen, ja, wir sind die Polizei und ihre Straße soll angeblich irgendwann von einer Organisation, also von einer Bande ausgeraubt werden. Geben sie uns all ihr Schmuck und wir geben ihnen einen Zettel und das wird bei uns auf der Polizeiwache aufbewahrt. Und was ist passiert? Natürlich waren diese netten Leute, die einen gewarnt haben, selber diese Bande von Verbrechern, die halt Leute ausgeraubt haben. Ist schon sehr oft in Deutschland passiert und wird leider auch so sein, weil einige Leute sofort denken, oh, Polizei, wo Polizei steht, ist auch Polizei drin. Und deswegen denke ich mal, dass es leider so ist, dass es nochmal passiert. Und das wäre so eine Masche, die man halt auch in GTA halt bringen könnte, mit einer großen Story einbauen. Wisst ihr, ihr gebt euch als Polizisten aus oder als Special Officers, um halt irgendjemand anderen zu berauben. Das wäre sowas wie in Cayo Perico, weil in Cayo Perico bist du ja auch halt angeblich ein Schmuggler, der halt für El Rubio arbeitet oder mit El Rubio arbeitet. Aber am Ende des Tages bist du das trojanische Pferd, du bist gar nicht der, für den du dich ausgegeben hast. Nein, du bist der Typ, der, ja, El Rubio in Anführungszeichen arm macht. Der Mann hat immer wieder Geld am Start, der ist Multimilliardär, das ist die reichste Person, die es gibt im GTA-Universum. So viel Geld wie der hat, ne? Der Mann, der wird regelrecht jeden Tag um mehrere 100 Millionen ausgeraubt und trotzdem juckt den das gar nicht. Der hat keine anderen Sicherheitsmaßnahmen. Das Sommer-Update von 2020, lasst uns ehrlich sein, war einfach nur hingeklatscht. Da gab es gar nichts, überhaupt nichts, nicht mal ein Bier. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wir haben dort nur Fahrzeuge bekommen und Fahrzeuge sind alle auf einmal erschienen und wir haben Yachtmissionen bekommen und die Yachtmissionen sind so lala. Als Bonus bekommst du halt so ein, ja, Outfit von einem, wie heißt es nochmal, Kapitän, El Capitano von der Yacht und das war's dann auch. Sowas macht doch überhaupt keinen Spaß. Einfach alle Autos zeitgleich rausbringen, keine Methode, wo man viel Geld verdienen kann und dann sagen, hier hast du dein Update. Sowas möchte keiner und sowas sieht auch nicht nach Rockstar Games aus, wenn man bedenkt, was danach und davor gekommen ist. Danach ist Cayo Perico Update gekommen, Casino Update, Casino heißt Update und dazwischen kommt einfach so 30 Fahrzeuge Update. Nee, irgendwie hat sich das wirklich von Anfang an falsch angefühlt und hat auch falsch ausgeschaut. Und jetzt habe ich mal ein bisschen wieder nachgeschaut und habe gemerkt, dass es etwas gab, was ein Hinweis war für ein Polizei-Update. Und zwar wurde noch im Quellcode. Quellcode ist alles von GTA, Leute. Alles, was ihr seht, hat einen Quellcode. Die Fahrzeuge zum Beispiel als Quellcode haben dann sowas wie zum Beispiel Name, Banshee, er fährt so und so, hat diese Lackierungen und diese Lackierungen sind in diesem Ordner zu finden, diese Designs sind in dem Ordner, also es wird auch alles verbunden. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Materie gehen, ist nicht Informatik oder sowas, aber auf jeden Fall, alles hat einen Quellcode und in diesen Quellcodes wurde auch ein Hinweis zum Polizei-Update oder zu Polizeifahrzeugen gefunden, die eigentlich erscheinen sollten, aber nicht erschienen sind. Und zwar hat jemand namens Whitbrick auf Twitter einfach mal ein paar Quellcodes geteilt und dort sieht man eindeutig Police T2 und Police Buffalo. Das sind zwei Polizeifahrzeuge, die es so in GTA Online
nicht gibt, den man halt nicht in dem freien Modus halt offiziell spielen kann und spielen sollte. Es gibt ja ein Video, wo ich euch gezeigt habe, wo man den Buffalo FIB Fahrzeug bekommen kann, aber diese Fahrzeuge sollten kaufbar sein. Du solltest also diese Fahrzeuge besitzen können und vielleicht auch optisch ein bisschen verändern können. Und leider haben die Fahrzeuge es nicht zum Update geschafft. Und das könnte ein kleiner Hinweis sein, dass das die Überreste sind von einem Cops and Crooks Update, wie das sehr viele Leute im Internet nennen, auch sehr viele von euch nennen es Cops and Crooks. Und das könnte halt kleiner Hinweis dazu sein. Warum wurde dieses Polizei-Update überhaupt verschoben oder warum ist es gar nicht erschienen? Nun Leute, 2020 ist halt etwas passiert im echten Leben, wo dann halt Rockstar Games gesagt hat, okay, das wäre kein passender Zeitpunkt, wenn wir das herausbringen. Es könnte aber auch sein, ihr wisst, in was für einer Situation wir aktuell sind oder die ganze Welt ist, ich will es nicht beim Wort nennen, weil ein gewisses Programm, das dann halt ein bisschen schlechter rankt, das was ihr euch gerade anschaut. Ich versuche die Wörter umzugehen, wie ihr umzugehen, zu umgehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall kann es auch dadurch sein, dass sehr viele halt im Homeoffice-Betrieb waren, dass das halt verschoben werden musste, weil sie nicht fertig wurden oder die Qualität nicht gepasst hat. Das ist auch so ein Gerücht, aber ich denke eher, dass Rockstar Games ein bisschen auf die realen Geschehnisse achtet. Lasst uns ehrlich sein, wir wollen alle GTA 6, aber zu GTA 6 wurde auch in einem Interview gesagt, solange Donald Trump Präsident ist, wird es kein GTA 6 geben. Einige Leute haben gedacht, okay, wenn der kein Präsident mehr ist, kommt sofort GTA 6. Nein, nein, nein. Die haben wahrscheinlich gedacht und gehofft, dass er nochmals 4 Jahre Präsident wird, Donald Trump, damit GTA 6 erst nach 4 Jahren erscheint. Wird es denn dieses Jahr ein Polizei-Update geben? Nun Leute, wie es ausschaut, leider nein. Es gibt im Internet eine Person, die halt ja von sehr vielen Leuten geschätzt wird, ein Dataminer namens Test2, und dieser Typ hat sehr viel Insiderwissen und hat sehr oft recht gehabt und hatte oftmals halt auch bestätigt, dass er recht hatte. Ich sage nur Caio Perücke Update, soviel ich weiß war er es, wo halt Leute dachten, die Insel ist frei begehbar und haben halt in Foren geschrieben, boah, ich kann es nicht warten, das und das zu machen auf der Insel, und dann hat er halt nur darunter geantwortet, ich glaube sehr viele von euch werden enttäuscht. Und dann habe ich auch dazu ein Video gemacht und habe gesagt, okay Leute, die Insel wird sehr wahrscheinlich nicht frei begehbar sein. Und was war los? Tess hatte recht, Yankee mit 2E, Unit 91 hatte recht, und es war halt nun mal so. Immer wenn ich irgendetwas zum Polizei-Update geäußert habe, gab es Leute, die geschrieben haben, ey Yankee, das ist GTA, das hat überhaupt nichts mit Polizei zu tun, ey, lass das mal weg. Nun, Test2 hat berichtet, dass eigentlich Cops and Crooks die originalen Pläne waren zu GTA Online. Es sollte also gute Leute geben und es sollte böse Leute geben, und diese Fraktionen sollten sich gegenseitig bekämpfen. Das heißt im Umkehrschluss, eine Seite müsste die Polizei sein oder irgendeine Organisation, die gegen die Gangsterseite kämpft. Das war der originale Plan damals, bevor GTA halt fertig war. Dieser Plan wurde aus irgendeinem Grund verworfen, vielleicht wegen den Plänen, GTA für 3 verschiedene Konsolengenerationen rauszubringen. Auf jeden Fall hat dann Tess gesagt, okay, für dieses Jahr GTA Online Polizei Cops and Crooks, wie es geplant war, wird wahrscheinlich niemals passieren. Was interessant ist, Leute, eine Sache, die ich jetzt gerade herausgefunden habe, und deswegen wird das jetzt hier reingebracht, wegen hier Cops and Crooks, gute Seite gegen böse Seite. Test2 hat auch mal 2019 geschrieben, dass es geplant war, 2 Modi zu machen in einer offenen Lobby. Die normale, was wir schon haben, und dieses Polizei gegen halt Verbrecher. Ob das wirklich so ist, wissen wir am Ende des Tages nicht, aber Tess hat halt sehr viel Insiderwissen, wie gesagt, und er hatte halt so gut wie fast bei allem recht, und deswegen ist das schon eher wahrscheinlich, dass wenn er sowas schreibt, dass das wirklich so geplant war. Warum macht Rockstar Games dann nicht PvP-Lobby und PvE-Lobby, wenn die sowas schon mal geplant haben? Kann natürlich alles noch kommen, aber würde ich persönlich ein bisschen zu spät finden, wenn GTA 6 halt, ja, in 1-2 Jahren erscheinen sollte. Also, Tess hat sich nochmal gemeldet zum Thema Polizei-Update und hat gesagt, es wird sehr wahrscheinlich nicht so erscheinen, wie es geplant war mit Polizei. Es wird also nicht, dass das Cops sein wird genannt, aber es könnte etwas anderes sein, weil, wie schon gesagt, die Polizei im echten Leben nicht in einem grünen Licht gerückt ist, sondern eher halt in die dunkle Seite der Macht rüber geflogen ist. Und es könnte dann sein, halt dadurch, weil der Ruf der Polizei halt nicht so gut ist, dass man so etwas machen könnte, wie zum Beispiel ein
FIB-Update. Das heißt, du arbeitest für FIB, du arbeitest für IAA oder CIA. Ihr wisst, FIB ist halt FBI und IAA soll CIA sein. Auf jeden Fall könnte so etwas kommen, aber die originalen Pläne für Cops and Crooks wurden halt laut Test2 gelöscht. Wie gesagt, es könnte halt auch nicht etwas mit dem realen Geschehnissen zu tun haben, sondern halt einfach mit dem Fakt, dass das Update halt nicht gepasst hat für Rockstar Games. Aber es könnte auch sein, dass Test sich auch irrt. Irren ist menschlich. Ich hoffe immer noch, dass irgendwas in diese Richtung rauskommt. Egal was, wir brauchen einfach mal etwas anstatt dieses hey, neue Heistmission, hey, mach die Heistmission. Auch wenn Cayo Perico und Casino Heist nice waren, aber ich möchte nicht das 10. Update haben, wo einfach Heistmission halt im Fokus ist, auch wenn die halt von Update zu Update immer besser werden. Ich möchte endlich mal halt neue Sachen. Aber wenn es kein Polizei-Update gibt, was wird als nächstes kommen? Ich könnte mir Militär-Update sehr gut vorstellen, weil es gibt halt sehr viele Leute, die halt in der PvP-Schiene gehen. Und da könnte Rockstar Games halt sehr viele Leute meiner Meinung nach glücklich machen. Wir werden sehen am Ende des Tages, was passieren wird. Ich sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Keep it hammergeil, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.